I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Alles klar. Dann lass uns das genau tun. Oh, aber erstmal die Wertsachen, die er dabei hatte. Wir haben eine Uhr. This watch is of great value. Sieht auch sehr schön aus, muss man sagen. Dann haben wir einen Mitgliedsausweis. Die Rückseite ist leer und die Vorderseite Montague Dunn. A membership card for the London Crest Club. Genau, der London Crest Club. Aber ich habe die Nummer gerade nicht gelesen. Aber das ist A wohl nicht weiter beautiful feather wichtig. pen of a good make. Mhm. Und ein Brief. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Alles klar. Also er hat alle weggestrichen, nur er hat sich dort erwähnen lassen. Gut, kann man ja vielleicht verstehen. Geschäftsführung wird ja gerne mal nur auf sowas geschrieben. Ganze Belegschaft. Klingt auch immer so, als wäre das so ein kleiner Laden, finde ich. So. Alles klar, hier haben wir die Leiche. Dann schauen wir uns das nochmal an. First of all, let us carry out an external examination. Okay, external. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Gut. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. Mhm. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Genau, würde ich auch sagen. Now, let us examine the internal organs. Jetzt wird's eklig, Jungs. Ja, sie haben es zum Glück ausgeblendet alles. Wunderbar. Also, wir haben die Lunge. Wlupp, die nehmen wir einfach mal mit. The lungs are congested and edematous. Aber was haben wir da? The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Aha. Aha. Flupp. Hm? The heart's blood vessels show no pathological signs. Hm? The heart tissue shows no visible pathological signs. Sieht also okay aus. Die Leber. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Alle am Alkohol trinken, das gibt's einfach nicht. Das ist schon der dritte Fall mit Personen, die Alkohol The trinken. liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Wieder rein damit. Der Magen. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Okay. Was sagt uns das? Lunge, The Vergiftung. suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No,
A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. More than a little. Gut, da haben wir einige Tasks. Schauen wir trotzdem erstmal rein. Dion wurde eingesperrt, Vergiftung, tödliche Pflanzen gestohlen. Das können wir ja kombinieren. Daraus ergibt sich das wahrscheinlich. Die Pflanzen, Diebstahl und Mord, da haben wir's. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Möglich. Dann haben wir die, wurde eingesperrt und Vergiftung. Genau. Weil er davor anscheinend geflohen ist. Dann wurde vergiftet. Nachdem Montague dann im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift und wollte dann halt rausflüchten. Verständlich. Vergiftung und tödliche Pflanzen gestohlen. Alles klar. Ich wollte es nur zur Vollständigkeitshalber gemacht haben. Wunderbar. Dann muss ich jetzt aber einmal kurz in mein schlaues Buch schauen. Finden Sie Pflanzen, die nach dem letzten... Finden Sie Pflanzen, mit denen Montague getötet wurde. Untersuchen Sie Gebäude in Kew Gardens und sammeln Sie Informationen. Finden Sie heraus, wo Montague ermordet hat. Okay. Das bedeutet, wir reisen nach Kew Gardens und machen unser Ding. Alles untersuchen und jeden befragen. Wieder so eine lange Reise. Na gut. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen, einfach drauf los. Was haben wir denn hier bei ihm? Also. Kurzsichtig, billige Brille. Also sein Verdienst ist nicht allzu hoch. Wir haben Pflanzenreste. Oder einen dreckigen Kragen. Pflanzenreste, Pflanzenreste, Pflanzenreste. Unverheiratet. Alles klar. Wechseln wir rüber. Hände eines Gärtners. Okay. Leergeräumtes Kolonialhaus. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Was für ein Lebensstil? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say?
He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Na gut. Locked. Locked. Ach, so ein Mist. Dann sicherlich hier auch, wa? Locked. Ah, Mist. Gut, gut. Nursery. Locked. Warum ist denn hier alles... Nursery. Wir brauchen einen Schlüssel. Bestimmt dürfen wir hier erst rein, wenn wir mit einem geredet haben oder so. Oh. Achso, anderes Gebäude. Das ist wohl alles nicht relevant hier. Ja, wunderschön. So. Director's Office, Cloakroom, Laboratory, Reserve. Was haben wir hier alles? Nursery war hier, da waren wir gerade. You are here. Seed House. Ventilation System. Dry Tropics. Cognac Collection. Water Lily Greenhouse. Alles Water klar. Lily Greenhouse. Dry Tropics. Seed House. Ventilation System. Nursery. Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Palm House. Colonial Collection. Fehlt was? Habe ich irgendwas übersehen? Normalerweise müsste er mich aus dem Dialog werfen. A map of Kew Gardens. Das habe ich übersehen. Und das war's dann aber auch. Gut, das müsste es gewesen sein, oder? Nein, Untersucher. Irgendwas habe ich übersehen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Das habe ich? Reserve. Oh, ich Idiot. Gegenstand von Interesse? Wer weiß, wer weiß. Danke für nicht... Entschuldigung, Watson? Irgendwas stimmt mit dir heute nicht. Seed House. Genau. Locked. Alles locked. Es gibt's doch gar nicht. There is a smell of burning. Oha. Gegenstand von Interesse. Das ist noch gar nicht so lange her. Anscheinend. Hier wurden ballweise vernichtet. Schwupps. Aha. The symbol is not from Kew Gardens. Sieht asiatisch hier aus. Mhm. A protective mask. Wahrscheinlich wegen den Giftpflanzen. Someone set it alight, but it did not burn. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Oh, oh. A door handle? Der Griff. Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the Colonial Collection and that of the fireplace are made of the same material. Korrekt. Sehe ich genauso. A broom handle was half burned. Damit wurde wahrscheinlich gereinigt. The remains of a picture frame. Da wurden irgendwelche Bilder verbrannt. Warum auch immer. Okay. Dann rennen wir hier einmal durch den Garten. Mhm. Alte Landwirtschaft, was erzähle ich? Alte Geräte hier. Watson. Was ist denn los? Kollege? Danke. Okay, hier haben wir noch mehr von diesen Pots.
Mhm. Das ist wohl... Genau. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Gegenstand von Interesse. Oh, okay. A water tank. Wahrscheinlich für die Luftfeuchtigkeit, oder? Hier fehlt irgendwas. Hier wurde irgendwas nicht angeschlossen. Aber das muss ja für die Luftfeuchtigkeit zuständig sein. Meiner Meinung nach. Alles klar. Locked. Ach, Seed house. komm schon. Watson, bitte. Du standst richtig. Du hättest einfach dich nicht bewegen sollen. Hier kommen wir aber rein. Hier haben wir ein bisschen Zeug, aber... Dry tropics. Dry Tropics, aber nichts Auffälliges hier. The Times. Was steht da? Mysterious Dream in London. Okay. Mhm. Hier haben wir Dünger. Dünger. Dry tropics. Mhm, da möchte ich gerne rein. Okay. Töpfe. These flower pots are beautiful. Und darum muss er sie anfassen. The symbol is not from Kew Gardens. Noch ein ganz anderes Symbol. 2 verschiedene Symbole haben wir schon. Aber möglicherweise leihen die sich ja gegenseitig die Gegenstände aus. Das kann ja sein. Das ist ja sicherlich nicht günstig, sowas. Unterlagen, nicht von Interesse. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Korrekt. Würde ich auch sagen. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts von Interesse. Water lily greenhouse. Und hier haben wir einen weiß ich nicht. Ein Schlauch? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Mhm. Ah, und wir kommen dann von der Seite raus. Verstehe. Und hier waren wir ja durch. To the glory of the colonial empire, rare and exotic lands in our distant colons. War das vorher da auch schon? Da habe ich nicht aufgepasst. Na gut. According to this, they have light and moisture. Ja, ich will nur nichts übersehen darum. According to this, Oh, hier ist nichts. Es ist so groß. Ich wette, ich übersehe hier irgendwas. Ich weiß, in manchen Sherlock Holmes Teilen gab es halt für solche Fälle die Möglichkeit, dass man die Spacebar drückt. Und dann wird dir alles angezeigt, mit dem du in der Nähe interagieren konntest. Das war halt ganz geil. Oh. Can I help you, gentlemen? Ah, sehr gut. Den haben wir ja auch wirklich gesucht. Gut, dass er dafür extra eine Cutscene gemacht hat, damit man ihn wahrscheinlich nicht übersieht. Aber bevor wir mit ihm sprechen, gehen wir hier kurz alles durch. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Genau sowas zum Beispiel. a task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Note, you're only allowed to read the newspaper during your lunch break. Okay.